begrüßt. Endlich wird auch in unserem Dunkelwald Frühling und überall fängt es an zu blühen. Noch ist es etwas grau im Wald. Aber überall zeigen sich die ersten Blüten. Schneeglöckchen sind aufgeblüht und verströmen ihren Duft. Und auch die Sonne hat an Kraft gewonnen und wärmt uns das Gesicht. Für eine erste kleine Ostara-Dekoration haben wir uns diesmal ein großes Straußenei ausgesucht. Wir bauen ein kleines Nestchen, dort findet es seinen Platz und wir dekorieren es mit allerlei Kleinodien aus dem Wald. Ein Weinbergschneckenhäuschen und schöne moosbewachsene Stöckchen. Die Weidenkätzchen stehen jetzt in voller Blüte und geben vielen Bienen und Insekten Nahrung. Und auch unser wunderbarer Winterschneeball zeigt sich jetzt in seiner vollen Pracht und verströmt seinen süßen Duft. Dieses herrliche Rosa schmeichelt den Augen. Es beruhigt das Gemüt. Und auch unsere Nase wird verwöhnt von dem süßen Duft der kleinen Blüten. Die fleißige Hühnerfamilie hat uns wieder allerlei Eier ins Nest gelegt. Und diese können wir auch sehr gut gebrauchen, denn wir möchten dieses Jahr mit unseren Kindern Eier anmalen. Sie sind von Natur aus schon so schön bunt, dass sie eigentlich gar keine Verzierung mehr benötigen. Dennoch werden wir das eine oder andere mit Blümchen und Schnörkeln verzieren. Wir sind fasziniert von diesen verschiedenen Farbgebungen. Zartes Grün, Beige und vor allem dieses wunderbare Schokoladenbraun. Die Eier haben eine sehr dicke Schale und es ist gar nicht so leicht, ein Loch hineinzubekommen, um sie auszublasen. Deswegen haben die Dunkelwaldfeen eine ganz spezielle Methode entwickelt. Geht es nicht kaputt? So, das wäre geschafft. Jetzt gibt's erstmal ein schönes Frühstück zur Stärkung und dann geht's frisch ans Werk. Anhole? Ich konnte es gar nicht lernen. Das ist Leim. War gut. Ehrlich, so doof ist das. Aber schön. Die braven Feenkinderchen sind sehr dekorativ und verzieren unsere Eier mit grünen Ranken und zarten Blümchen in Rot, Blau und Lila. Ganz geschickt bringen sie mit ihren süßen kleinen Händchen die schönsten Muster auf unsere Eier. Nach Herzenslust mischen sie Farben und lassen ihre Fantasie freien Lauf beim Malen. Sieht aus wie ein magisches Muster. Prima. Wenn das so mehrfarbig ist, das sieht fein aus. Noch besser gelingt das mit einem schönen Liedchen auf den Lippen.
Alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen, selbst Anthropolesen, alles Kinder, hallo Kinder. Der Kleinste aus der Feenfamilie ist leidenschaftlicher Schlagzeuger und untermalt die Gesänge mit seinen heißen Rhythmen. So entstehen in kürzester Zeit viele kleine Kunstwerke durch die geschickten Hände unserer Feenkinder. Tanzen so frei, wir rufen den Frühling laut herbei. Hey, hey, Vater Sonne liegt. Der kleine Feenmann zeigt großes Geschick und malt mit ruhiger Hand bunte Muster auf sein Ei. Voller Hingabe und Konzentration ist er bei der Sache. Fein. Huhu. Ganz super, Männle. Und hinten das Ei. Ist wohl fertig jetzt? Ja. Das untermalt. Nun haben auch die großen Feen Lust bekommen zum Malen und Gestalten und versuchen sich an einem Osterei mit einem zarten Schneeglöckchenmuster. Der Dunkelwaldkater Bruno stattet uns einen kurzen Besuch ab und verschafft sich einen Überblick über das bunte Treiben. Für eine festliche Ostara-Stimmung haben wir Kerzen entzündet. Und nun wollen wir uns noch hübsch machen und frisieren für das Ostara-Fest. Es ist ein fröhliches Fest. Gemeinsam mit den Tieren feiern wir die erwachende Natur, das frische Grün und das wärmende Sonnenlicht. Zum Ostara-Fest zelebrieren wir unsere große Vorfreude auf die kommende Fülle. Der Boden und die Tiere werden wieder fruchtbar sein, werden kleine Tierkinder gebären und auch die Pflanzen werden wieder zu sprießen beginnen. Wir spüren mehr und mehr, wie die Sonne unsere Herzen erwärmt und die Kraft der Liebe uns beflügelt. Die belebende Energie der Liebe lässt unsere Schritte leichter werden und alles geht uns etwas besser von der Hand. Nun ist es an der Zeit, vorsichtig die kleine Frühlingsfee zu wecken. Damit sie ihren rechtmäßigen Platz einnimmt. Die kleine Dunkelwaldfee möchte ihre bunt bemalten Eier gerne noch mit Perlen verzieren.
Auch mit Löchern versehene kleine Halbedelsteine möchte sie auf einen Draht auffädeln. Als Abschluss wird die letzte Perle mit dem Draht verdreht, sodass nichts mehr herunterrutschen kann. Jetzt wird's schwierig. Der Draht muss durch beide Löcher vom Ei hindurch gefädelt werden. Aber unsere kleine Fee ist schlau und nimmt sich ein Hilfsmittel. So, das wäre geschafft. Jetzt wird der Draht um den Finger gewickelt, damit eine kleine Drahtlocke entsteht. Zum Schluss dreht sie eine kleine Schlaufe, an der wir das Ei dann aufhängen können. Es findet seinen Platz an unserem wunderbaren Osterstrauß, bestehend aus gelber Forsythie und zart rosa Pfirsichblüten. Ein schönes grünes Ei legt sie in das gefundene Vogelnest vom letzten Jahr. Zufrieden bestaunt sie ihr Kunstwerk. Nun versieht auch die Feenmama ihr bemaltes Schneeglöckchen-Osterei mit einer Edelsteinschnur. Nun hat auch der kleine Feenmann seinen Mittagsschlaf beendet und freut sich über den wunderbaren Osterschmuck. Ein großer Hase steht da. Ein großer Hase. Wo sind denn die Augen vom Hase? Dort liegt auch ein Osterei. Die ganz lange Ohren. Und ein Schwanz hinten dran, auch die Krallen hier dran. Ich das mal. Nein, die Geistereier. Die Geist essen. Nein, Was ist denn der Hase? Krass. Die Vorfreude auf das Frühjahr hält im Erzgebirge etwas länger an. Denn hier erwacht die Natur etwas später als anderswo. Wir feiern dieses Ereignis mit einem Lied zu Ehren des wundervollen weißen Schneeglöckchens. Viel Freude dabei! Schneeglöckchen, du helles Wimborgslicht, wie schön ist dein liebes Angesicht. Du erwärmst mir das Herz, nimmst den Vorteil, den Schmerz, den der Winter gebracht, in manch eisiger Nacht. Schneeglöckchen, du helles Wimborgslicht,
schön ist dein liebes Angesicht. Du erwärmst mir das Herz, nimmst hinfort all den Schmerz, den der Winter gebracht, in manch eisiger dum ba da ba dee dee dum ba da ba dee dee dum ba da ba dee dee die 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 dum ba da ba dee dee dum ba da ba dee dee dum ba da ba dee dee die 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 dum ba da ba dee dee dum ba da ba dee dee dum ba da ba dee dee die 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 dum ba da ba dee dee dum ba da ba dee dee dum ba da ba dee dee die 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 die. Schneeglöckchen, du helles Simborgslied, wie schön ist dein liebes Angesicht. Ihr lieben Zuschauer, wie immer haben wir unsere ganze Liebe in den Film und in die Musik fließen lassen. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr uns einen netten Kommentar dalasst. Es ist schön, euch in unsere ruhige, heile Welt entführen zu dürfen und eure Herzen damit zu heilen. Begleitet uns doch gerne auch das nächste Mal wieder durch unsere wunderbare Welt der Blumen, Farben, Düfte und der heilsamen Klänge. Bis zum nächsten Mal. Licht und Liebe auf all euren Wegen wünschen euch die Dunkelwaldfeen. Action! Nicht optimal.